Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien mit eurem virtuellen City Guide Akim Ferrandina Guriu. Wenn ihr das Kanal noch nicht abonniert habt, bitten wir euch darum, dies zu tun. Wenn euch diese Episode gefallen wird, dann bitte einen schönen Like hinterlassen, Kommentare schreiben und wenn ihr uns unterstützen wollt, habt ihr die Möglichkeit, entweder Touren zu buchen, live oder virtuell, oder uns auf Patreon zu unterstützen. Alle Informationen findet ihr in der Beschreibung bzw. im ersten Kommentar. So, heute geht es um die Renaissance. Dieses Thema in 4 Minuten abhandeln geht nicht, werde ich erst gar nicht versuchen. Darum werde ich versuchen, euch ein bisschen einen Einblick zu geben in diese Zeit. Was hat sich in dieser Zeit getan? Wofür steht die Renaissance für mich? Anhand von Beispielen aus der Malerei und aus der Entdeckung und Erfindungswelt. Zum einen, Renaissance beschreibt eine Zeitepoche, eine Kunst- und Kulturepoche, die sich vom 14. bis zum 16. Jahrhundert in etwa erstreckt. Mal früher, mal später, je nachdem, wo wir uns befinden. Dieser Begriff kommt eigentlich aus dem italienischen Rinascimento, la rinascita, sprich die Wiedergeburt. Es ist die Frage, die Wiedergeburt wovon? Die Wiedergeburt Italiens eigentlich, denn in dieser Zeit werden ganz viele antike Schriften entdeckt aus dem antiken Griechenland, aus dem antiken Rom, antike Statuen ebenfalls aus dieser Zeit. Und so findet ein Rückbesinnen auf diese Zeit, in die glorreiche Zeit Italiens, mit auch ein bisschen Wehmut und Nostalgie, könnte man sagen. So werden sich viele Denker, viele Architekten, viele Maler und Künstler damit auseinandersetzen. Und so wird sich das Ganze entfalten, erstmal über die Literatur, dann kommt man zur Architektur, dann zur Skulptur und dann zur Malerei. Rinascimento ist zum Beispiel Giotto, der als Wegbereiter der Renaissance gilt. Es ist ein Jan van Eyck, der die Ölmalerei perfektionieren wird. Es ist ein Brunelleschi, der die Gesetze der Perspektive entdecken wird. Gesetze, die möglicherweise heute noch für uns gelten, für die Entwicklung von Videospielen zum Beispiel. Es ist die Zeit eines Leonardo da Vinci mit seinen visionären Ideen, die möglicherweise aus der Zeit gegriffen scheinen. Es ist die Zeit eines Raffaels, der uns eine liebende Mutter Maria in der Natur zeigt. Es ist aber auch die Zeit eines Albrecht Dürers, der uns ein Porträt eines Hasen in fotorealistischer Qualität zeigt, sowie auch das erste Selbstporträt der Geschichte zeigen wird. Es ist aber auch die Zeit eines Michelangelo, der es schafft, Steine zum Leben zu erwecken. Die Zeit eines Bruegels, der uns die erste großformatige Darstellung des Winters zeigen wird, sowie die Zeit eines Tizian, der meisterhaft mit den Farben und Pigmenten umgehen kann. Also es ist aber auch die Zeit der Entdeckungen, die Zeit von Gutenberg und der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern. Es ist die Zeit des Christopher Columbus und der Entdeckung Amerikas. Es ist auch die Zeit eines Kopernikus und des heliozentrischen Weltbild sowie eines Martin Luthers und der Reformation, die schlussendlich zum Ende der Renaissance führen wird und hin zum Barock. Also all das ist Renaissance, das ist die Kraft der Renaissance, die in uns allen schlummert, heute noch, immer und immer wieder. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum drehen wir diese Folge hier, mitten im Wald? Warum nicht vor dem Kunsthistorischen Museum oder vor der Albertina, wo es Werke dieser Menschen, die ich genannt habe, zu bewundern gibt? Hier, mitten in der Natur, weil genau hier jeden Tag die Renaissance immer wieder aufs Neue stattfindet. Und zwar hier zum Beispiel verwandeln sich Blätter in Erde und aus dieser Erde wird wieder ein Baum. All das findet hier statt. Und genau hier aus der Natur hat man die Steine entnommen, um die Kirchen zu bauen, die Pigmente entnommen, um die Farben zu machen, das Holz hier, um einen Rahmen für ein Gemälde zu schaffen oder Steine für Skulpturen. Und hier inmitten der Natur sind auch wir Menschen, vielleicht auch ein bisschen wie die Madonna im Grünen von Raphael, die möglicherweise hier sitzt in der Natur und den Hasen von Dürer vorbeihoppeln sieht. So, wenn euch diese Episode gefallen hat, freue ich mich. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns dann nächste Woche für die nächste Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur. Dankeschön, einen schönen Tag noch. Muss ich hier nach rechts? Nochmal. Likes zu hinterlassen, Kommentare zu hinterlassen. Okay, es wird. Passt. Was ist los? Das gibt's doch nicht. Ich drehe durch.